So, servus wieder mal. Kleines Update-Video. Wir reden heute darüber, was hat AMC heute gemacht? Wird GameStop weiter raufgehen? Wir schauen uns zum ersten Mal Riot an. Ein kleines Update zu Fusel. Was hat Beyond heute gemacht? Und zusätzlich zu AMC und Chemie schauen wir uns den kombinierten Chart an. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo am Ende des Videos dranhängen oder ihr sucht es einfach nach der Playlist Fractal Method auf meinem Channel. Na dann springen wir gleich rein in AMC. So, heute auch wieder. Wir machen einfach nur ein kleines Update zu dem, was AMC heute gemacht hat. Wenn euch die ganze Geschichte mit Preiszielen, mit ist es ein One-Part oder Two-Part-Squeeze und so weiter und so fort interessiert, schaut euch das Video, was ich am Ende des Videos verlinke, an. Heute schauen wir uns einfach nur an, was heute passiert ist. Na, dann zoomen wir mal rein. So, die Sache ist leider, wir hatten ja gestern noch 3 Versionen. Heute sind meiner Meinung nach 2 davon gestorben. Ja? Und zwar die Version, wo wir ohne ein V&A, also ohne, dass wir unter 1,51 fallen, hinaufgehen. Und die Version, wo wir unser High-Low abgeschlossen haben und dann raufgehen. Sind leider beide gestorben, weil wir haben ein neues Low gemacht. Und das ist endgültig. Ja? Wir sind zwar in After Hours ein bisschen nach oben gesprungen, aber ganz ehrlich, mit diesem neuen Low heute, und ich weiß, es ist nur 1 Cent niedriger, ist das hier komplett tot. Nein. Wir müssen jetzt also ein neues Low suchen. Gut, jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja, haben wir ja eh. Ja. Also sollten wir von einmal für die Alternative, für die absolut bullish, absolut unwahrscheinliche. Und wir gehen jetzt hier so rauf. Okay, fein. Ja. Dann starten wir jetzt unser Higher Low. Sollten wir das machen, ist noch so eine kleine Chance, dass wir nächste Woche das machen. Ja? Somit, okay, wir haben 2 Versionen. Das wäre Version 1. Für das, was ich wirklich glaube, wir haben ein neues Low gemacht. Bedeutet, wir müssen jetzt erst unser neues V suchen. Ja? Meiner Meinung nach wird das irgendwas zwischen 140 und 130 Cent sein. Ja? Ich werde gleich diese Trendlinie hier erklären, aber irgendwas hier unten. Ja? Und dann fängt das ganze Ding wieder von neu an. Wir machen unser Higher Low, gehen rauf zu unserem A, 0.5 Pullback und dann marschieren wir nach oben. Was meine ich jetzt? Warum habe ich diese Price Targets hier? Ja, die Sache ist die, wenn wir rauszoomen, ja, diese Trendlinie zieht sich von IPO bis heute. Ja. Bevor dem Squeeze in 2020 im März haben wir sie einmal berührt. Vor dem Squeeze bei unserem Allzeitlow damals nicht mehr. Wir sind nahe gekommen, haben sie aber nicht mehr berührt. In April 2024 haben wir sie berührt. Jetzt sind wir wieder beim neuen Allzeitlow, also vergleiche ich das damit. Deswegen denke ich nicht, dass wir 1,25 nochmal berühren, weil 2021 haben wir es auch nicht. Jetzt kommt noch eine Sache dazu. Mit was vergleiche ich das hier? So, linke Seite ist der 4-Stunden-Chart von heute oder den letzten Tagen, Wochen. Rechte Seite ist der 4-Stunden-Chart von Jänner 2021. Da haben wir unser Allzeitlow gemacht, Higher Low und unser A und dann sind wir gesqueezed. Und genau damit kann man es derzeit vergleichen. Wo wären wir hier? Wir wären jetzt gerade in dieser Candle hier. Ja, nicht einmal in dieser Candle, wir wären in der Candle davor. Also genau genommen am 5. Jänner. Ja. Bedeutet,
wir müssen jetzt noch hier runter. Wir müssen jetzt noch hier runter. Dann werden wir unser normales High Low machen und danach unser A. Ja, in dem Fall unser A. Auch hier haben wir von unserem Allzeit Low bis zum Peak einen perfekten 0.5 Pullback gemacht. Ja, und nachdem wir das gemacht haben, geht's ab nach oben. In der Sache, wie lange könnte das dauern? Ja, das wird jetzt ein bisschen knifflig. Ja. Sollten wir also sagen, für Version 1, dass dieses neue 1 Cent neues Low genug ist, was ich nicht glaube, aber sollten wir das sagen, und wir machen jetzt dieses kleine Higher Low bis Freitag. Okay, gehe ich noch immer davon aus, wir müssen dieses A nächste Woche machen. Ja, also für mich ist nächste Woche eigentlich höchstwahrscheinlich tot. Ja. Für die andere Sache, wir gehen jetzt bis Freitag hier runter. Okay, dann gehen wir nächste Woche rauf. Ja, und vielleicht erledigen wir dieses Higher Low die ganze nächste Woche. Also sagen wir Montag, Dienstag, Mittwoch rauf, Donnerstag, Freitag runter. Ja, das wäre die erste Februarwoche. In der zweiten Februarwoche machen wir dann das hier. Gut, dann sehe ich es höchstwahrscheinlich 3., 4. Februarwoche. Egal wie schnell wir sind. Ich meine, das kommt aufs Volumen an, wie schnell wir sind. Wenn wir ganz schnell sind und verrückt sind und plötzlich morgen 50 Millionen rauf, 50 Millionen runter, okay, gebe ich dem Ganzen vielleicht nächste Woche noch eine Chance. Ist aber im Prinzip egal. Wir müssen nur diese Landmarks hier abarbeiten. Ich denke trotzdem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest spätestens in der letzten Februarwoche das hier machen, schätze ich doch noch als sehr hoch an. Kein Financial Advice. Falls jetzt plötzlich das Volumen komplett runterfällt und wir schleichen hier runter, na gut, dann wird es länger dauern. Auch zur Frage, weil ich sehe das schon kommen. Ich kann nicht recht haben. Wie kann das sein? Weil GameStop schaut doch perfekt aus und GameStop wird draufgehen. Wie kann AMC runtergehen? Und da stimme ich sogar zu. GameStop schaut extrem gut aus. Aber jetzt schauen wir uns GameStop an. Mit AMC verglichen. Ja? Also auf der rechten Seite 4-Stunden-Chart in 2020, 2021. Linke Seite AMC 4-Stunden-Chart 2020 bis 2021. Ja? Und wenn ihr seht es links und rechts, ja? Ihr seht, wenn AMC hier sein Tri-Peak und dann sein letztes Knife macht, was GameStop macht. GameStop geht hinauf. Vor allem, ich meine, hier unten beim Allzeit-Low von AMC pendeln sie sich langsam ein, weil GameStop seinen letzten Pullback macht. Aber in der ganzen Geschichte hier geht GameStop rauf. Ja? Und beide sinken sich wieder zusammen ab, wenn sie ihn aufschießen. Also ja, GameStop kann nach oben gehen, während AMC runtergeht. Ja? Okay, na dann schauen wir uns gleich GameStop an. Auch hier wieder für die volle Geschichte, für Preisziele und so weiter und so fort. Ich verlinke das Video am Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir im Microtracking gemacht haben. Na dann zoomen wir mal rein. So, 1-Stunden-Chart, die letzten Monate von GameStop. Ich hatte ja bis gestern 2 Versionen, eine bullische, eine verdammt bärische. Ich habe noch immer 2. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die bärische Version, zeige ich euch gleich, von Tag zu Tag stirbt. Immer weniger wird. Wir fangen mit der bullischen an, weil ich tendiere, muss ich ehrlich sagen, jetzt mehr dazu. Bedeutet, wir werden jetzt langsam hier raufkriechen. Ja? Bis wir unser A-Peak erreichen. Das kann irgendwas zwischen 33 und 28 Dollar sein. Ja? Da wird unser A sein. Und dann nehmen wir einfach wieder die 0.5 von unserem Low am 21. November. Sagen wir mal, es wird 28 Dollar. Und dann fallen wir runter auf 23. Und in dem Moment, wo GameStop meiner Meinung nach hier ankommt, wird AMC mit seinem Higher Low und seinem A und seinem 0.5 Pullback auch fertig sein. Und wir sind fertig zum Rennen.
Und das ist auch einer der Gründe, wo ich sage, ich sehe nicht wirklich, dass das länger dauert. Ja? Weil, okay, wenn das Volume extrem runterfällt und wir klettern hier im Zeitlupentempo rauf, okay. Ja. Aber normalerweise sollte für das ein Monat genug sein. Ja. Ich habe einfach keine Landmarks mehr, um irgendwas hier dran zu hängen. Ja. Gut, für die bärische Alternative ist es noch immer, dass das unser kleines C ist. Bedeutet, wir müssen hier runterknallen, 17,50, machen dann unser kleines High-Low und marschieren dann mit AMC. Vergleichen tue ich das immer mit zwei Zeiträumen in GameStop. So, linke Seite, wieder GameStop von heute. Mittlerer Chart ist März 2024 und der rechte Chart ist März 2020. Alle auf dem 4-Stunden-Chart. Und ich vergleiche diese Candle hier mit dem hier, März 26 2024 und noch einmal März 20. Ja? Jetzt ist halt die Sache die, und dann muss man halt sagen, hier ist Jänner 26. Also schauen wir mal. Ja. Die Sache ist nur die, wenn man das jetzt hier hineinzoomt und auch hier hineinzoomt und auch hier hineinzoomt, was sieht man? Also wir bekommen unser Top. Perfekt. Dann bekommen wir einen Pullback. Den sieht man nur hier fast gar nicht, aber hier ist ein kleiner Pullback. Den kleinen Pullback. Wir kommen wieder hoch, machen aber ein Lower High. Machen ein Lower High. Machen ein Lower High. Das bedeutet, wenn wir in den nächsten, ich würde sagen bis Freitag, wenn wir bis Freitag nicht anfangen, wirklich starke Knife Candles zu sehen, dann ist diese Variante einfach tot. Ja. Es gibt einfach dann, ich nehme nicht davon an, dass wir so langsam runtergehen. Ja. Also entweder wir sehen das Knife jetzt oder wir sehen es gar nicht. Wo wären wir, wenn wir in der bullischen Version sind? Weil ich habe gesagt, dass AMC wahrscheinlich in Jänner, im 5. Jänner 2021 ist. Also könnte man eigentlich auch sagen, dass GameStop im Jänner 2021 ist. Aber nee. Ja. Warum nicht? Weil das Ganze hier fehlt. Somit, ich gehe nicht davon aus. Ja. Wo wären wir dann? Naja, dieser Low Point wäre dieser Low Point, also April 2020. Dann machen wir ein großes High-Low. Wir machen ein großes High-Low. Dann haben wir ein kleines High-Low dran gehängt. In dem Fall wäre dieses kleine High-Low, genau dieses kleine High-Low vom 20. Juli bis zum 28. Juli. Und dann sind wir in diesem Uptrend hineingegangen. Ja? Und dieser Uptrend ist irgendetwas hier drin. Ja? Also vom 28. Juli bis zum 28. August. Ja? Vielleicht haben wir diesen Pullback hier sogar schon gemacht. Vielleicht, weiß ich nicht ganz genau, vielleicht. Aber irgendwo hier drin sind wir. Ja? Normalerweise hasse ich es mit Bars Pattern zu tracken. Ich mache das jetzt eigentlich nur, um ein Verständnis zu bekommen, wie es ausschauen kann, dass GameStop noch immer bullish ist und AMC noch immer sein neues Low finden muss. Weil normalerweise interessiert mich das nicht. Ich tracke einfach nur nach meinen Landmarks und nach meinen Fips. Das schaut trotzdem interessant aus. Jetzt noch schnell zum Combat Chart. So, hier der Combat Chart. Einfach nur kurz für Leute, die das noch nicht kennen. Der Combat Chart ist AMC plus GME in einem Chart. Ja, ihr könnt das machen, wenn ihr bei TradingView oben zum Beispiel eingibt AMC plus GME oder was auch immer ihr eingeben wollt. In dem Fall ist GameStop in diesem Chart stärker vertreten, weil es die größere Aktie ist. Man sieht aber von beiden etwas. Ja. Man sieht hier vom März bis Jänner eindeutig AMC.
Und auch hier sieht man eindeutig AMC mit dem 2-Part-Squeeze. Hier unten sieht man aber eindeutig GameStop. Der große Unterschied hier ist, dass unser Allzeitlow im März 2020 war und seitdem haben wir nur Higher Lows gemacht. Genauso wie es eigentlich auch sein soll. Ja. Und vom März 2020 bis April 2024, das ist auch nur unser ganz großes Makro-Higher Low. Und was wir jetzt gerade machen von 2024 bis heute, ist einfach nur unser kleines Micro-Higher Low. Ne? Jetzt gibt es hier halt auch zwei Varianten. Ich habe das in einem Video schon gezeigt. Für die bärische Variante bedeutet, das ist unser T. Und wenn man genau schaut, bis jetzt haben wir diese Trendlinie rejected. Bedeutet, um dieses kleine Higher Low abzuschließen, unser V under A ist bei 16,81, müssen wir hier hinunter. Ja? Wenn dieser Combine-Chart hier runter geht, dann geht GME zu 17. Weil, wenn AMC nur 30 Cent fällt, sieht man das hier nicht einmal. Das wäre die bärische Variante. Die bullische Variante ist aber, das hier ist unser T. Wir sind runtergefallen, haben ein neues Low gemacht. Perfekt. Das wäre also jetzt unser V. Danach ein Higher Low. Und danach sind wir nach oben gegangen. Also für die bullische Variante, das wäre unter T. Für die bullische Variante würden wir jetzt natürlich hinaufgehen. Vor allem GameStop wird hinaufgehen, AMC nicht. Rauf zu unserem A, genauso wie GameStop. Dann würden wir einen 0.5 Pullback machen. Breakout Retest. Und dann marschieren wir. Es ist interessant. Schauen wir mal. Ich habe ja gestern gesagt, wir werden unsere Antwort diese Woche bekommen. Für AMC haben wir sie schon bekommen. Für GameStop, ich sage das noch einmal, für Levels, wenn GameStop zu 28 raufgeht, gibt es keine Alternative nach unten mehr. Es gibt einfach keine mehr. Wir werden zwar den 0.5 Pullback machen, aber der $17 Cars ist weg. Ja. Für AMC sehe ich derzeit einfach keine Möglichkeit. Wir haben das 2021 gemacht, wir haben es 2024 gemacht, wir haben es 2025 gemacht. Es wäre schön gewesen, wenn wir das Higher Low gehalten hätten, haben wir aber nicht. Gut. Dann müssen wir jetzt unseren letzten Pullback noch machen. Und dann marschieren wir nach oben. Schauen wir mal, was uns AMC und GME in den nächsten Tagen zeigen. Okay, nächstes ist Riot. So, für Riot muss ich sagen, ich habe das mal früher getrackt. Das letzte Mal, wo ich es mir angeschaut habe, war irgendwann im September 2024 und dann habe ich es mir bis heute nicht mehr angeschaut, weil mich jemand gefragt hat. Und es schaut einfach fantastisch aus. Ne? Für das komplette Fractal von der IPO an, also Riot ist in seinem B gestartet, perfekt runtergefallen, rauf zum Allzeithoch. Hoch. Somit das A muss man sich vorstellen. Dann Lower High, dann Midpoint. Funktioniert auch perfekt mit unserer BM-Linie, wo wir drunter fallen. Wir versuchen nochmal drüber zu kommen, schaffen es aber nicht. Und dann versuchen wir es nochmal und rejecten. Fallen runter, gehen wieder rauf zu unserem T. Somit haben wir hier schon wunderschön 3 Touchpunkte, fallen dann zu unserem Allzeitlow. Und zwar am 23. März. Hier unten machen wir unser Higher Low, sieht man nicht, weil wir auf dem wöchentlichen Chart sind. Brechen aus dem Trend in die Nähe von T. Das ist unser A. Dann machen wir einen perfekten Point 6.18 Pullback, bouncen, gehen wieder hoch. Dieser kleine Peak hier ist unser kleines A, weil auch hier haben wir einen perfekten 0.618 Bounce. Somit, was ist unser nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel ist großes B. Und großes B ist bei 230, bei unserer M-Linie. Wann? Ich würde ausgehen, Juli, Oktober. Also
Zumindest dieses Jahr noch. Mit was kann man das hier vergleichen? Ja, wir haben schon ein kleines Beispiel bei unserem B, weil wir fallen runter. Hier ist noch ein Lower High, machen unser M, machen unser T, machen unser W, Higher Low, brechen aus, kommen zu unserem kleinen T, das ist unser A, machen Breakout Retest und danach schießen wir rauf zu unserem B. Und in dem Fall wären wir jetzt irgendwo hier drin. Das ist natürlich viel kürzer, weil es erstens der B-Pullback ist und zweitens die Wiederholung ist immer länger und größer. Was allerdings auch interessant ist, wenn man sich das ganz genau anschaut. Ne? Wir haben hier ein Low, das gleiche, was wir hier haben. Ich zeige das nebeneinander. Da. Linke Seite sieht man halt alles auf dem wöchentlichen, rechte Seite nur der 24-stündige Chart und zwar von dieser Sektion hier, von der IPO. Was man genau sieht, wir haben hier ein kleines Low. Ja, ich werde da noch ein bisschen reinzoomen. Wir haben hier ein kleines Low, dasselbe Low, was wir hier haben. Dann haben wir zwei sehr signifikante Einzelpeaks. Wir haben hier zwei sehr signifikante Einzelpeaks. Und dann fallen wir runter, kommen wieder rauf zu unserem T, kommen wieder rauf zu unserem C, machen unser Allzeit-Low, machen unser Higher Low, was man hier wöchentlich nicht sieht, das wäre das, kommen rauf zu unserem A, machen einen Breakout Retest und nachher marschieren wir hier rauf. Und das Interessante ist, wenn man sich das kleine B anschaut, das geht über diese zwei einzelne Peaks. So, wenn jetzt unser großes B das gleiche macht, dann geht das über 230. Ja, deswegen schaut das so verdammt gut aus. Das einzig Idiotische ist, weil nachdem ich das gesehen habe, habe ich mir sofort angeschaut, naja gut, was gibt es denn für Calls? Ja, für das ganze Jahr ist der Max Strike $21. Es gibt nichts Höheres. Also kein Financial Advice, entweder ihr wartet, bis sie wenn wir schon raufgehen, dass sie neue aufmachen, oder man muss mit den 21er leben. So billig sind die leider derzeit nicht. Aber es schaut super aus. Also macht das oder macht das nicht. Okay, nächstes ist Fuser. Nur ein kleines Update und eine Sache. Ich habe ja immer gesagt, ich habe bei diesem Stock keine Alternative gefunden. Und es hat mich extrem genervt. Ich habe eine gefunden. Es ist keine bärische, aber eine Alternative. Einfach nur kurz zur Wiederholung. Fuel ist in seinem B gestartet. Ja, das ist wichtig, komme ich gleich dazu. Dann Allzeit hoch, Lower High, Midpoint, runter zu seinem T geknallt, wieder rauf und dann zu seinem Allzeit Low. Ja. Wie immer, unser nächstes großes A wäre bei 880, unser nächstes großes B bei 20.000. Ohne Forward Split kommen wir dort nicht hin. Ich sag's nur. Unser nächstes Ziel ist mittleres B. Und mittleres B liegt bei 169. Ja? Aber, großes Aber. Ich gehe davon aus, dass wir für die bullische Variante, für Variante 1, das bis Sommer hinbekommen. Ja? Sache ist nur die, wir sehen schon, wie dieses B ausschaut. Und dieses B, der Peak davon ist am Ende. Also wenn wir hier raufkommen, sage ich nur, das wird dann passieren. Und erst hier ist dann unser B. Ja? Und von der IPO bis zum Peak hat es 6 Jahre gedauert. Weil das die Wiederholung ist, wäre ich nicht überrascht, wenn das 12 Jahre dauert. Es ist Wahnsinn, ich weiß, aber es ist schon mal passiert. Ja? Gut, also zoomen wir mal rein. So, wir sind noch immer in Variante 1. Für Variante 1 bedeutet das einfach, Mai 2025 war unser Allzeitlow. Wir haben ein wunderschönes Higher Low gemacht. Im Gegensatz zu AMC konnten wir es auch halten.
Dann haben wir ein kleines Higher Low gemacht und in dem Moment, wo das fertig ist, sind wir ausgebrochen. In die Nähe von unserem A, perfekt, ist unser A-Peak. Von unserem Allzeit-Low bis zum Peak ist es wieder eine 0,618 FIB, perfekt. Wir haben ein kleines Higher Low dran gehängt. Dieses kleine Higher Low ist auch fertig. Perfekt unter das 786 gelandet und dann sind wir gebounced und rauf. Nur eine Sache, für dieses kleine Ding hier gibt es zwei Varianten. Also entweder wir müssen jetzt noch runter zu 810, ja, sehe ich nicht unbedingt, oder wir sind schon an der 0,5 gebounced und es geht nach oben. Was auf jeden Fall das Ziel ist für die bullische Variante, dass wir jetzt hier hinaufgehen. Ja? Vielleicht nicht 166, aber irgendetwas hier. Ja? 60 bis 166. Ja? Ich werde gleich den Vergleich zeigen. Das wäre die bullische Variante. Na, dann schauen wir uns das jetzt mal nebeneinander an. So, als erstes, links ist noch immer 6-Stunden-Chart jetzt, rechts 24-Stunden-Chart und zwar 2019, 2020. Ja? Und was ich immer gezeigt habe, bedeutet, hier ist unser Low, hier ist unser Low, das hier ist unser Higher Low, Higher Low, Ausbruch, also wenn man sich hier die Trendlinie vorstellt, Ausbruch zu A, 0,5 Pullback, dann dieses kleine Up and Down und in dem Fall wären wir jetzt gerade hier. Ja? Also Dezember 2019. Ja? Bestätigung dafür wäre ein Gap Up, hier ein Gap Up und rauf geht's so 166 bis 100-ish. Ja? Das war ja in den letzten Wochen unser Main Tracking. Die Alternative dafür ist, wir sind noch nicht hier. Wir sind jetzt gerade hier. Ja? Bedeutet, wir haben hier unser V, hier unser V. Wir haben dieses kleine Higher Low hier gemacht. Ich meine, ich werde da ein bisschen ranzoomen. Ja. Wir haben hier unser kleines Higher Low gemacht, haben den Ausbruch, das wäre dieser kleine Ausbruch, und Pullback. In dem Fall wären wir jetzt wahrscheinlich hier am 1. Juli. Jetzt ist natürlich noch scheiße. Das heißt, wir bekommen jetzt keinen Run, Kacke, Blödsinn, bla bla bla. Nein, wir würden jetzt diesen Run hier bekommen. Ja? Und das bedeutet nur eins. Ja? Unser TE wäre dann hier irgendwo oben. Und diese Candle hier wäre diese Candle hier. Und das bedeutet auch, dass irgendwo in diesem Bereich hier unser Ziel ist. Ja? Also nicht in diesem Bereich. Ich würde sogar sagen, irgendwo in diesem Bereich. Ja? Also von 68 bis 30 ist diese Candle hier. Ja? Und das muss man halt dazu sagen, ist noch immer 200 bis 600%. Ja? Natürlich, 168 klingt besser, aber immer eine Alternative haben. Wie wissen wir jetzt, ob wir das hier machen oder ob wir das hier machen? Naja, die Sache ist die, es gab hier keine Gap, außer hier am Schluss. Hier gibt es eine Gap. Ich gehe also davon aus, wenn wir hier plötzlich wirklich nach oben gappen, und ich meine, das ist schon eine Gap. Ich rede hier nicht von ein paar Cent. Ja, das sollten in dem Fall schon ein paar Dollar sein. Ja. Dann bin ich ziemlich zuversichtlich, wir machen den großen Move. Sollten wir hier ohne Gap plötzlich raufgehen, stoppen, plötzlich ein Gap Up bekommen und hier stoppen, ja, dann ist das diese Gap und diese Candle. Eine weitere Bestätigung wird es nur leider nicht geben. Ich meine, ihr könntet dann warten auf das Higher Low. Hallo. Ich glaube allerdings, dass dann die Optionen, falls ihr Optionen spielt, schon drunter leiden werden. Ja. Ja. Und noch dazu sei halt gesagt, das nächste Problem ist, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber die Max Strikes für den Rest des Jahres sind $15. Auch hier. Man kann nichts Teureres kaufen bei der Aktie. Ja. Wie auch immer, es schaut trotzdem noch verdammt gut aus. Wir müssen einfach nur sehen, wie es sich jetzt entwickelt. Okay. Letztes ist Beyond.
Auch hier wieder für die ganze Geschichte, schaut euch das Video an, was ich am Ende verlinke. Wir schauen uns heute nur an, was wir gemacht haben. Dann zoomen wir mal rein. So, wir hatten ja, glaube ich, gestern nur noch 2 Versionen. Es sind leider noch immer nur 2 Versionen. Ja. Ich fange mit der bärischen Version an, also Version 1 wäre bärisch. Bedeutet, das Ganze hier ist nicht unser kleines High-Low, das Ganze hier ist das T von dem ganzen High-Low. Ja. Und in dem Fall müssen wir, weil das hier ist unser T, das T hat hier angefangen am 21. November und wir müssen hier drunter. Ja, also unter 79 Cent. Und die Sache ist die, wenn wir unter 79 Cent fallen, ja, wir haben hier noch immer die Gap offen, bedeutet, wir werden Gap fillen bei 66 Cent. Eine kleine Sache, bevor wir zur bullischen Variante gehen. Das sollte relativ schnell gehen. Ja? Also sollten wir hier runter gehen, vielleicht ein kleiner Bounce und dann plötzlich hier runterneifen, kein Financial Advice, aber ich werde anfangen hier zu kaufen. Schon. Ja? Weil danach gibt es wahrscheinlich nur ein ganz kleines Higher Low, das gleiche, was wir im Oktober gemacht haben. Das hat, glaube ich, nur 4 Stunden gedauert und es war After Hours. Und dann sehen wir schon Monster Candles. Ja? Ich sag gleich wohin dann. Nur eine kleine Warnung. Wenn wir hier nicht bouncen und wir gehen hier weiter runter, ich meine, das ist ein persönliches Ziel, aber wenn wir unter 58 Cent gehen, Fractals sind irrsinnig geil zum Tracken. Was sie allerdings nicht predikten, ist die Listing. Ich sag's nur. Ja. Und das ist für mich persönlich, aber 59 Cent ist meine Schmerzgrenze. Für das kann noch nach oben gehen. Ich sag's nur. Für die bullische Variante bedeutet das einfach nur eins. Ich habe gestern gesagt, wir haben dieses Low hier gebrochen. Das heißt, wir müssen, wie an der Ecke, wir müssen runter. Tja, und heute perfekt runtergeneift. In einem Tag. Für die bullische Variante sind wir fertig. Wir haben heute unser V&A gemacht. Hier. Wir sind daran gebounced. Was jetzt noch kommen könnte, wäre so ein kleines High-Low, genauso wie im Oktober. Und dann marschieren wir. Auch dazu sei einfach gesagt, zu was ich mehr tendiere. Ich muss ehrlich sagen, ich tendiere mehr zur bullischen Variante. Warum? Ich würde sagen, einfach nur ein bisschen tinvoll. Ja. Weil wenn man sich anschaut, es geht um 2 bestimmte Datums. Es geht um den 21. November, ja, was hier das Ende des großen Higher Lows bedeutet. Und dann dieses kleine Higher Low am 31. Dezember beendet wurde. Und GameStop hat genau dasselbe gemacht. Und 10 weitere Aktien haben auch ihr Low am 21. November und ihr Higher Low am 31. Dezember gemacht. Das sind 2 verflucht starke Tage. Warum auch immer. Ich finde es eigentlich einfach nur toll, wenn wir dieses Higher Low einfach halten und nach oben marschieren. Ja. Allerdings, noch einmal, ich glaube, wenn wir runtergehen zu 82 Cent, hier ist noch immer eine kleine Gap, gehe ich eher vom Gapfel aus. Derzeit, ich würde erst, ich bin 60% bullish, 40% bearish, dass wir den Gapfel machen. Ja, ich würde es lieber sehen, wenn wir jetzt nach oben schießen. Einfach nicht, ich meine, ich habe eine Position schon, ja, mittlere, aber einfach nur, um diese Theorie zu bestätigen. Ja, das ist mein Hauptbewegungsgrund jetzt gerade. Aber ich finde, es schaut doch immer nicht schlecht aus. Ja? Schauen wir mal. Und vor allem schauen wir mal, was uns GameStop und AMC diese Woche noch erzählen werden. Okay, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Like. Erklärvideo hier, Playlist hier. Hier hinten ist das Video mit den kompletten Geschichten mit Preiszielen und so weiter und so fort. Und wenn ihr mehr sehen wollt,
dann gibt's mal aber. Wir sehen uns.